Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Themen, die wir frisch gepresst haben. Powerbanks bei Emirates verboten, zumindest nicht alle, also eine. Aber gucken wir uns die Regelung an. Dann Handgepäcksfächer. Die Fluggesellschaften wollen diese nicht kampflos übergeben. Das heißt also, sie sehen das als Geldeinnahmequelle. Wir haben dann nochmal Neuigkeiten von Air Europa. Da wird es wohl ernst mit Turkish Airlines. Weiter haben wir Themen, die sich mit dem Statusmatch beschäftigen, in Hotelketten, in Fluggesellschaften. Da geben wir euch einen kleinen Überblick, was es dort an Statusmatch-Möglichkeiten im Moment gibt. Auch haben wir dann weiter als Themen vorbereitet für euch das Thema Swiss A350. Frage, warum fliegt ihr doch nicht innereuropäisch? Und warum solltet ihr euren Bordpass nicht ausdrucken und auch nicht den Gepäckabschnitt wegwerfen nach dem Flug? Sprechen wir auch drüber. Das sind nur einige Themen. Nachdem ihr den Kanal abonniert habt, die Glocke angemacht habt, ein Like dagelassen habt, aber auch kommentiert habt oder aufs Cool kommt, können wir uns den ersten Themen widmen. Das Einzige, was ich noch vorweg schicken möchte, ist, dass wir eine Kreditkartencruise haben. Hier ist es laut, warum auch immer. Und zwar die Kreditkartencruise und Vielfliegercruise, die wir machen. Wir hatten das letztes Jahr schon mal, dass wir in Helsinki waren und dann eine Kreuzfahrt gemacht haben. 5 Stunden Kreuzfahrt nennt sich das Ganze, Mini-Kreuzfahrt. Und da ist es so, dass wir dieses Jahr die wieder veranstalten am ersten Wochenende in Dezember. Wenn ihr Details haben wollt, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden. Ich schicke euch gerne den Link, werde aber auch den Link für die Kreditkartencruise, Vielfliegercruise Schrägstrich, da nochmal dann posten. Und wer einen Code haben will, um nochmal zu sparen, der kann bis zum 31. August sparen, wenn er fix bucht und bezahlt. Werde ich euch alles zuschicken und geht dann mit der Sendung los. Das erste Thema, was wir haben, ist Turkish Airlines, Air Europa. Die wollen einen Einstieg, nachdem ja die KLM, Air France, Lufthansa, Delta, British Airways alle abgeperlt sind. Und Turkish Airlines erhält 26-27% an den Aktien von Air Europa. Finanzierung sind 250 Millionen Kredit, später Umwandlung in Eigenkapital. Der Zweck ist natürlich die Ablösung der Covid-Ära-Staatshilfen. Da gibt es diesen SEPI-Kredit über 475 Millionen und dann der EICO-Kredit, der bereits im Mai 2025, 150 Millionen waren es, getilgt worden ist. Die Familie Hidalgo mit ihrer Firma Globalia behält die Mehrheit und will keine weiteren Anteile verkaufen. Strategisch ist es relativ spannend, weil British Airways und so weiter, die ja 20% von Air Europa besitzen, haben ja auch einen Aktionär, also IAG selber, mit 26,51. Das ist Qatar Airways. Turkish Airlines ist allerdings Mitglied in der Star Alliance. Die ersteren sind ja in der Oneworld. Und Air Europa selber ist in der SkyTeam, ganz genau. Ja, Air France KLM haben sich also zurückgezogen. IAG scheiterte bereits zweimal mit der EU-Behörde wegen Kartellbedenken. Und jetzt müssen wir mal überlegen, was will Turkish Airlines? Turkish Airlines möchte Lateinamerika-Netzwerk stärken. Man hat ja auch eine starke Präsenz in Madrid. Drehkreuz Madrid als Mini-Hub für Turkish Airlines Routen, hat damit also wirklich einen strategischen Fuß im europäischen Markt. Interessant an dieser Geschichte ist halt wirklich, wenn man sich mal anguckt, was da weiter dann passiert. Denn die Frage der Allianz ist wirklich maßgeblich. Und die Kooperation begrenzt auf eine Mischbesteilung könnte operative Integration halt blockieren, weil wenn IAG und der Türke da drin ist, lustig, dann ist natürlich so, dass ein gewisser Fehler kommen kann. Und zwar ist das dieser Etihad-Fehler, wie man ihn nennt. Minderheitsbeteiligungen außerhalb der Allianz haben in der Vergangenheit selten nachhaltig funktioniert. Die Equity Alliance, so wurde das ja bei Etihad und bei Emirates auch immer genannt, das ist, dass man Equity, also Eigentum hat, in der Allianz, ist jetzt nicht so wirklich nachhaltig gewesen. Gut, man muss natürlich sagen, Etihad hat sich ja bei allem beteiligt, was nicht bei 3 auf dem Baum war. Air Serbia, gibt es überhaupt noch? Kleiner Scherz. Air Berlin und so weiter.
Heißt also, wenn man das kurzfristig sieht, ist es so, dass man in 1, 2 Jahren die ganze Geschichte bei Air Europa finanziell stabilisieren möchte, hat also auch keine großen Veränderungen im Streckennetz. Dann mittelfristig, das sind 3 bis 5 Jahre, ist es so, dass man dort Codeshare-Flüge mit Turkish Airlines und Air Europa macht, damit man halt Lateinamerika erschließen kann. Dann könnte natürlich Madrid Turkish Airlines unterstützen in der Verstärkung als Gateway, ganz wichtig. Und dann, wenn man über 5 Jahre hinausschaut, ist es so, mögliches Tauziehen könnte dann ja starten, ob man Richtung SkyTeam bleibt, ob man dann zur Star Alliance geht oder OneWorld. Und natürlich ist es so, dass die Flottenentscheidung auch von den Türken vielleicht beeinflusst werden kann, weil mit 26, 27% haben sie halt eine Minderheitsbeteiligung und British Airways mit 20 natürlich ein Thema. Also ihr könnt da noch mal gucken, was ihr davon haltet und wie ihr das Ganze seht und ob das Ganze für Air Europa positiv ist oder eher nicht. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen VZBV beim zweiten Thema möchte größere Kabinenkoffer haben. Die IATA-Empfehlung ist 50, 40, 20, heißt also 115 cm in Summe, also Umfang. Kostenfrei sollen diese mitgeführt werden. Verhindert werden soll, dass Airlines nur Minitaschen, diese 40, 30, 20 Geschichte, kostenlos erlauben für Standardkabinenkoffer teils hohe Zusatzkosten verlangen. Billigflieger wie Ryanair, Wizz Air, EasyJet sagen, diese Minitasche ist kostenlos, aber alles andere kostet 6 bis 75 Euro Aufpreis pro Strecke. Lufthansa und Condor, die sagen Koffer plus kleine Tasche inklusive, vor allem bei Umsteigern. In den Billigtarifen zu touristischen Zielen ist oft nur die kleine Tasche inklusive. Die Branchenverbände, Airlines for Europe oder BDL, sagen, nee, wir wollen das eher nicht. Weil man möchte diese gesetzlichen Mindeststandards ablehnen, denn Kunden brauchen Minigepäcksträger millionenfach gebucht natürlich, weil sie freiwillig sagen, ja, wir wollen auf Leistung verzichten und dafür billiger Tickets. Sonst müssten die Kosten auf alle Passagiere umgelegt werden. Jetzt gucken wir uns mal an, wie sieht das im Flugzeug aus. Gehen wir mal auf eine neue Maschine, auf eine Boeing 737 MAX. Die 737 MAX 8, 197 Sitze, hat Platz für 147 Gepäckstücke. Ne, 174, Entschuldigung, 174. Airbus hat noch größere Fächer, die haben ja diese XXL-Fächer. Das Potenzial bis zu 500.000 Dollar Mehrumsatz pro Flugzeug mit größeren Fächern ist das Erlöspotenzial bei Airbus. Und EasyJet sagt, weniger Handgepäck ist gleich schnelleres Boarding, höhere Pünktlichkeit, Reduzierung der Boardingzeit um bis zu 6 Minuten. Und jetzt sagt man natürlich, 6 Minuten. Ja, aber wenn du halt hunderte von Flügen hast, dann sind das viele, viele Minuten, die sich läppern. Und wenn wir das größere Freigepäck erlauben würden, was sind die Nachteile? Ja, auf einmal haben die Leute wirklich mehr dabei. Platzmangel, letzte Passagiere müssen am Koffer Gate abgeben, Diskussion, Verspätung und mehr Volumen in den Bins heißt längere Boardingzeiten, wenn die Passagiere falsch verstauen, weil viele verstehen nicht, dass man in diesen Gepäckfächern die hochkant stellen kann. Und jetzt ist es so, dass der VZB klagt, aber was sind die Auswirkungen? Die Auswirkungen sind einheitlich Standard für kostenloses Handgepäck in der EU. Billigflieger müssen Geschäftsmodell anpassen, haben halt weniger Zusatzeinnahmen, haben damit also ein Thema, ein Problem. Und Boarding könnte sich verlangsamen. Airlines würden eventuell stärker Sitz- und Boardingzeiten kontrollieren. Bei Misserfolg ist es so, dass es bleibt, wie es ist. Jede Airline macht das, was sie wollen. Man hat dann diese sogenannten Baukastentarife oder unbundled, je nachdem, wahrscheinlich weiter reduzieren kostenloser Handgepäcksgrößen. Und wenn wir uns das Ganze nochmal so aus der Sicht der Vielflieger anschauen oder der Reisenden, ist es so, dass die Bedingungen für Handgepäck, Check-in und Boarding-Statusregeln gelesen werden müssen, weil ja jede Fluggesellschaft andere Themen hat. Ziel ist es ja auch, dass man Überraschungen vermeiden möchte und Zusatzkosten am Gate. Weil wie viele Leute gehen am Gate und sagen, what? Ich muss zahlen? Ja, musst du. Und es ist ja auch öfters am Gate teurer, als wenn man es online vorher kauft. Airlines nutzen kleine kostenlose Handgepäcksgrößen als Zusatzumsatzquelle. Man kann natürlich jetzt auch sagen, das hat als Thema, ups, da haben wir die Kamera verschubbert, hat man natürlich die Sicherheit. Sagt er Sicherheit? What? Ja, Sicherheit. Einmal ist es so, dass die Collies zu groß sind, zu schwer sind, 20 Kilo und so weiter. Diskussionen am Gate verlangsamen halt die Diskussion beim Einsteigen. Dann ist es so im Evakuierungsbereich,
Szenario ist es ja so, viele Leute nehmen ihr Handgepäck mit. Und was du nicht hast oder was kleiner ist, ist halt weniger Risiko. Dann ist es so, dass die Overhead-Bands direkt nach dem Laden geöffnet werden und damit sind die Gefahren für Verletzungen gegeben. Man kann natürlich sagen, okay, verschließbare Headtracks oder sowas, aber das wissen wir, dass das nicht funktioniert. Komplettes Trolleyverbot, einheitliche kontrollierte Handgepäcksgröße, maximal 6 bis 8 Kilo, wobei 6 bis 8 Kilo ist in meinen Augen lächerlich, weil so ein Remover-Koffer wiegt ja schon alleine 4 bis 6. Und jetzt sagt ihr, ja, aber das ist ja nicht dein Problem, mein Problem, dass du einen Remover hast. Nein. Finnair hat für Platin-Kunden dieses als Geschenk rausgegeben, den Remover-Koffer. Lufthansa hat den Koffer im Shop, heißt also, gehabt jetzt mittlerweile, heißt also, dass man da natürlich dann sagen muss, schwierig. Pragmatische Sicht ist Handgepäck oft praktischer, da Wartezeiten auf Aufgabegepäck lang sind. Das ist also der Vorteil aus unserer Sicht. Aber auch auf kurzen Geschäftsreisen reicht auch Handgepäck. Unter Sitzverstauung ist nicht für jeden machbar, Größe, aber auch Beinfreiheit. Also wenn ich zum Beispiel meinen Koffer unter meinen Sitz, ich habe meine Knie neben den Ohren, so quasi so, will das jetzt nicht nachmachen. Und es ist auch so, dass natürlich die Leute dann nicht nur mit so einem Gepäckstück kommen, sondern kommen auch mit Duty-Free-Tüten und mit anderem Quatsch. Und viele Passagiere sind leider auch unhöflich, ist so, und auch uneinsichtig. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt zu dem Thema. Und das haben wir als erste Frage des Tages. Handgepäck, Grundrecht oder Privileg? Das ist so die Frage. Da könnt ihr sagen, was ihr davon haltet und denkt. Der Airbus A350-900 von Swiss beim nächsten Thema wurde ja auf Kurzstrecken angeboten, aber der Kurzstreckenstart ist entweder verschoben oder ganz ausgefallen. Der Erstflug der Hotel Bravo India Foxtrot Alpha ist weiterhin Anfang Oktober in Zürich erwartet und soll dann ab Oktober nach Prag, Hannover, Düsseldorf, Mallorca gehen. Versehentlich veröffentlicht worden. Also ist das jetzt etwas, was ein Fehler war? Ist es kein Fehler? Und daraus ist es aus dem Flugplan gelöscht worden. Die Veröffentlichung war laut Swiss ein technischer Fehler, denn Trainingsflugplan soll erst Ende August feststehen. Viele Passagiere hatten ja extra gebucht für diesen Termin und wollten halt diese Census-Kabine erleben. Und ich sag mal so, wer einen 350 erwartet hat mit der Census-Kabine und dann auf einmal in der E190 sitzt von der Helvetica oder in einem Airbus A320, nicht happy. Und ich sag mal, Swiss sagt dann ganz klar, ja, so ein Flugzeugmodell habt ihr ja nicht gebucht, ihr habt einen Sitzplatz gebucht und der Storno ist nur innerhalb von 24 Stunden möglich. Das ist schwierig. Finde ich jetzt unkulant. Also wenn man nachweisen kann, dass man es wirklich wegen dem 350 nur gebucht hat und wenn die Leute so ein Ping-Pong-Ticket haben oder sowas, dann ist es ja evident, muss man ganz ehrlich sagen, da sollten sie ein bisschen mehr kulant sein. Crew-Trainingsflüge mit dem 350-900 innerhalb Europas sind weiter geplant, aber die Ziele und auch die Termine sind wirklich noch offen. Das Einzige, was etwas sicherer ist, ist halt Zürich-Boston ab Ende November 2025 mit dem A350-900. Interessanterweise ist es auch so, die Frage, es gibt ja so einen Streifen auf dem Leitwerk, so ein Grauen, was das ist, das wäre ja hässlich. Ja, das hat einfach was damit zu tun, weil da der Windangriff ist beim Fliegen und deshalb muss man es besonders sichern. Das nur so als Trivia-Randbemerkung, falls jemand fragt. Jetzt geht es weiter mit dem nächsten Thema. Das nächste Thema, was wir nach dem Thema A350 haben, ist Emirates Powerbank. Und da wird die Nutzung von Powerbanks an Bord teilweise verboten. Heißt also, Mitnahme im Handgepäck erlaubt, maximal 100 Watt, also 27.000 Milliampere, das sind die größten normal. Nicht erlaubt ist, dass ihr diese Geräte aufladet am Flugzeugnetzwerk, über die Bordstrom, aber auch das Aufladen von Geräten über die Powerbank, no. Kapazität muss auf der Powerbank erkennbar sein, das ist auch bei jeder Kontrolle so ganz wichtig. In Tallinn zum Beispiel, wenn ich einsteige, die kontrollieren das wie die Hammerkranken. Nur in der Sitztasche unter dem Sitz, nicht im Gepäckfach erlaubt. Verbot im Aufgabegepäck logischerweise wie immer bleibt bestehen. Es gab viele Vorfälle mit überhitzten Akkus und Rauchentwicklung. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, es gab ja in Korea die Abfacklung, ja, das war nicht nur das eine, sondern es gab bei KLM, bei American, bei Lufthansa, eigentlich bei allen Fluggesellschaften gab es solche Vorfälle. Und das Problem ist, dass günstige Powerbanks halt keinen Überladungsschutz haben. Sie sind einfach schwierig und erhöhtes Brandrisiko. Und man möchte halt damit, dass ihr das Ding immer
in Kontrolle habt und dass ihr seht, wo der Strombo ist, ob das Ding abfackelt oder nicht. Also hier für euch, wenn ihr mit Emirates fliegt, denkt dran, eine Powerbank, keine 3, keine 2, eine. Warum sollt ihr nicht euren Bordpass, den ihr ausdruckt, irgendwo wegwerfen oder aber auch den Baggage Tag irgendwo liegen lassen? Und zwar ist das so, in Social Media gibt es ja so viele Videos. Es gibt ja auch diesen klassischen Prank, dass man anruft und sagt, ja, kann ich einen Kosher-Meal bestellen, was ja noch eigentlich eine Sache ist, die dann eher humoristisch zu sehen ist. Aber man kann mit den Daten sehr viel Schindluder betreiben. Denn die Barcodes erhalten ja Buchungskarten, die ausgelesen werden können. Und damit kann man halt auf das Vielfliegerkonto zugreifen. Heißt also nie diese Sachen ausdrucken. Immer wenn ihr sie wegwerft, immer schreddern. Also ausdrucken schon, wenn ihr sie benutzt, aber wenn ihr sie benutzt habt, schreddern. Kein Foto vom Boarding Pass online posten, auch nicht teilweise. Ihr solltet 2-Faktor-Autorisierung aktivieren bei Vielfliegerprogrammen, um den Account zusätzlich zu schützen. Auch ist es so, diese Papierbordkarten sollen in der Zukunft auch komplett wegfallen. Heißt also, wir werden dann quasi mit Iris-Scan oder wie auch immer, Biometrie oder sowas, werden wir dann boarden. Das klappt in Los Angeles sehr, sehr gut. Das habe ich das 2 Jahre, ich weiß nicht, wie lange das schon ist. Ich boarde mein Flugzeug einfach, indem ich meine Hackfresse in eine Kamera halte und sage, wir kommen an Bord. Also relativ cool und damit bin ich auch bei der Immigration raus. Also sehr, sehr convenient, wie man das so schön nennt. Ein anderes Thema ist, wenn ihr die wegwerft und nach dem Flug sagt ihr, nachher nach dem Flug, was wollen die machen? Was macht ihr, wenn die nach dem Flug einen Case eröffnen, dass zum Beispiel Gepäck verloren ist? Also irgendetwas machen mit euren Daten und die Leute kriegen dann Kompensation und ihr wisst gar nichts davon. Und die Airline dann irgendwann, wenn ihr mal nochmal eine Kompensation habt, ja, aber du hast ja damals auch schon Kompensation und so, what, habe ich nicht. Also insofern da interessanterweise nicht machen. Wer hätte das gedacht, dass Leute Cases auf euch eröffnen und dann Kompensation für euch für etwas verlangen, was eigentlich nie passiert ist und ihr nicht wisst, was da los ist. Und das sind dann auch noch Fälle, die unangenehm sind im Nachhinein. Ich hatte den Fall mal, dass Lufthansa mich angerufen hat und gesagt, ja, du hast hier einen Flug gehabt, du willst mich Klage drum. Habe ich gesagt, du, ich bin da gar nicht geflogen. Und die gesagt, wer hat das geschickt? Habe ich gesagt, kannst du mir mal einen Brief in Kopie schicken? Fand ich halt relativ lustig. Da hatte irgendjemand einen Prank gemacht, keine Ahnung, wer sich das da erlaubt hatte. War halt relativ schnell gelöst, weil Lufthansa mich kannte und die Leute da dann den kurzen Dienstweg gesucht haben, gesagt haben, Lars, was ist denn das? Und ich konnte dann sagen, war ich nicht. Und als ich dann die E-Mail gesehen habe, beziehungsweise den Brief, der war sogar ein Brief, als Scan gesehen habe, habe ich gesagt, du, so würde ich nicht schreiben und das ist auch nicht von mir. Und ich weiß ja, wo das herkommt. Und haben auf den Briefumschlag geguckt, wo der abgeschickt worden ist. Habe ich gesagt, war ich gar nicht, ich war in Dubai. Also insofern wird viel Schindluder getrieben. Ein Thema, was ja spannend ist, ist ja für die Leute, First Class fliegen, aber nur Economy zahlen. Aber das passiert jetzt öfter, als man denkt und die First Class ist günstiger, als man denkt. Denn zum Beispiel Buy-Up-Preise, also das heißt, dass man eine Klasse hochgradet. Wir haben zum Beispiel heute einen Kunden, der fliegt von München über Zürich nach Miami, 1260 Dollar, glaube ich, nee, Euro hat er geboten und ist damit in die First Class gekommen, also relativ cool. Domestic Legs in den USA gibt es ab 40 US-Dollar, Langstreckender Business ab 300, Seattle, London 299, Sydney von LA aus 350, Washington DC nach Austin waren nur $100 mehr als Economy. Gut, man muss natürlich dazu sagen, dass Economy Class in den USA keine Business Class gibt, zumindest nicht auf denselben Fliegern im Regelfall. Heißt also, es gibt dann nur diese First Class vorne. Und warum sich das lohnt, ist ja klar. Größerer Sitz, mehr Komfort, Inlandsfirst oft nur wenig teurer als Economy mit Zusatzkosten. Getränke, Gepäck, Sitzplatz sind oft inklusive. Und ihr könnt natürlich auf Upgrade-Angebote checken. Also das heißt, der große Trip sind die Upgrade-Angebote. Die machen das Ganze nochmal wesentlich spannender und interessanter. Und natürlich, um eure Chancen auf ein Upgrade ohne zu zahlen zu steigern, ist das letzte Thema Upgrades durch Status. Jetzt gucken wir mal an, was es für Status-Match-Optionen gibt. Bei den Fluggesellschaften ist es American Airlines Advantage. Die haben für Hyatt Elite-Mitglieder eine Möglichkeit, Status-Match zu machen. Ich hatte das auch in meinem Angebot targeted. Heißt also, wenn man vorher bei einer Konkurrenz-Airline in den USA war, dann kann man damit dann den Status holen. Macht für mich nicht den Sinn, weil ich Emerald bin. Bei Air France Flying Blue, da ist es so, dass für alle Miles & More Mitglieder in Italien ein Status-Match gibt. Delta Airlines laufen das Status-Match sehr beliebt bei US- und Transatlantik-Fliegern. Klar, den gibt es öfter. Kenya Airways, Asante, die machen ja alles.
Da gibt es ja sogar die Möglichkeit, über den Hotelstatus was zu werden. Vietnam Airlines Lotus, Match mit vielen anderen Airlines und Hotelprogrammen. Und natürlich eine Contender Air Baltic. Die haben ja quasi auch wieder das Ganze, aber es ist nur einmal möglich, dass man da einen Status-Match macht. Von Lufthansa, von Finnair und so weiter, SAS, der im Prinzip fast immer gilt bei Air Baltic. Bei den Hotels ist es so, Accor All hat den Fast Track für Großkunden oder aber, wie wir ja gesagt hatten, mit dem Platin Fast Match, indem man die Pakete dazu kauft, All Accor Plus und so weiter. Bei Hilton, da gibt es im Moment nur die Corporate Matches und Fast Tracks. Bei Hyatt gibt es den Match für American Airlines, wie ich ja eben gesagt habe, also dann auch andersrum. Oder natürlich für Großkunden den Fast Track. Bei Marriott Bonvoy Anfragen. Da gibt es ja meistens diese 90-Tage-Promotion auf das Thema mit den Fast Track. Heißt also 16 Nächte für Platin, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, bei Hertz Rewards, da gibt es den Status-Match auch. Über Kreditkarten zum Beispiel. Ich habe jetzt die Chase Rewards Karte und zwar die wie heißt Reserve. Und die beinhaltet da einen Status bei Hertz Rewards, bei National Emerald Club und bei Sixt. Allerdings bei Sixt ist, glaube ich, nur Platin. Also doch durchaus interessante Möglichkeiten. Heißt also wirklich, wann sollte man den Status-Match angehen? Dann, wenn man den wirklich nutzen will. Denn einfach nur holen, um den zu haben, macht keinen Sinn. Um zu matchen vom anderen, die Zeiten sind fast vorbei, bis auf einige Ausnahmen, weil die mittlerweile auch wissen wollen, ob ihr wirklich fliegt oder was macht. Und bei kostenpflichtigen Matches vorher realistisch einschätzen, ob sich diese Gebühr dann auch amortisiert oder nicht. Weil ihr solltet auch immer daran denken, dass dann natürlich, dass man den weiter matchen kann, um parallel noch andere Status-Matches zu bekommen. Aber man muss sie halt wirklich benutzen, nur um den Match zu haben, um ihn dann einfach für sich selber im Portemonnaie zu haben, um ihn dann nicht zu nutzen. Das macht keinen Sinn. Zumal der Air Baltic Match zum Beispiel nur einmal pro Lifetime ist. Heißt also, dass ihr damit dann durchaus für frühe Zukunft, wenn ihr wirklich das braucht, die Zukunft verbaut. Kinder, verbaut euch nicht die Zukunft. Ihr denkt dran, dass ihr die Frage des Tages beantwortet. Natürlich, wie gefällt euch das mit den Handgepäcksfächern, dass da ein Handgepäckstück kostenlos mit dem größeren Match oder Maß reinkommen soll, dass das garantiert ist? Oder sagt ihr, nee, lieber nicht, sind dann zu viele? Oder die andere Frage ist natürlich Status-Match. Habt ihr ein Status-Match schon ausprobiert oder nicht? Macht ihr Status-Match? Wie ist da eure Situation? Ihr denkt dran, wie immer, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und bis zur nächsten Sendung. Und noch was? Ja. Bis dann. Tschüss. Also nichts mehr. Ciao.